Nein, habe ich nicht. Oh, das reicht. Klick, 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 klick. Ja. Hätte das nicht von meinem PC aus ablesen können? Und damit herzlich willkommen zu der Stanley-Parabel Ultra Deluxe. Steht auch schön da oben, was ich spiele. Du spielst, finde ich sehr sympathisch. Auch das finde ich sehr sympathisch. Worum es in dem Spiel geht? Ich weiß es nicht. Ich bin aus der Beschreibung nicht schlau geworden. Und genau deswegen wollte ich es ausprobieren. Und ja, es sieht mal sehr vielversprechend aus. Ich kann meine eigene Maus sehen. Ich muss sagen, gucken wir mal. This is the story of a man named Stanley. Hallo Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And Okay. then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay. Ah. Ich bin 427. Was ist meine Aufgabe? Ich habe keine Aufgabe. Kann ich springen? Nee. Hinten da drauf. I hate Sundays. Ja, ganz bestimmt. Das ist so ein arbeitsliebender Mensch, dieser Stanley. Die Firma wäre ohne ihn einfach verloren. Ich glaube, hier gibt's nichts. Was? Was tippt der? Mit jedem Mausklick macht der Tastaturgeräusche. Warum? Es sei denn, ich schaue auf die Tastatur, dann nicht. Naja. 429, mein bester Kumpel, ist einfach nicht da. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Haben alle schon Feierabend gemacht. 20 nach No 12 matter erstmal how hard Feierabend. Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Steht da? Eine Dad-Tasse. Weltbester Dad.
Kommentar dazu. Und er hasst Montag. Der ist mir sympathischer, wesentlich. Ich glaube, die ist abgeschlossen. Diese Tasten, ne? Das ist unglaublich. Das ist das Windows 98. Top moderne Technik. Und auf dem neuesten Stand. Bei uns wird Fortschritt groß geschrieben. Ah, diese Tasten. Die stehen überall. Ich glaube, mit denen hat es noch was auf sich. Werden mich verfolgen. Whale. Vielleicht Fuel. Wer weiß das schon. Kann ich die aufheben? Nein. Ah. Die Verkaufe brechen ein. Die Prognosen sehen schlecht aus. In dem Fall blöd gelaufen. Das für When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich bin gegen das System. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja. B9. Ich, 450. Lange nichts mehr von dir gehört. Hallo? Hallo? Brauch frei am Montag die Dokumente noch, gell? Dass sie fertig sind. Bin ich hier der Einzige, der hier arbeitet, oder was? Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Das ist eine leblose Lounge. Was soll diese Stufe hier? Nichts doch jeden Tag mindestens einen aufs Maul. Yes, really worth it being here in the room. Ja, ist es auch. Room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ja, und ich will jetzt eine Coke haben. Ja, 1,25 $, ja, übertreib. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Ach was. Ich bleib noch ein bisschen hier, ich will mich umgucken. Und alles immer die Stanley gleichen sat around Tasten. waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Was denn? Soll ich etwa weitergehen? Ich habe aber noch keine Lust. Bleib erstmal hier. Hochauflösende Kaffeemaschine. Dann noch eine Dialogzeile? Oder ist der Sprecher jetzt genervt? Ich glaube, der hat keine Lust mehr. Aber das hat ja jetzt eine andere Uhrzeit dann als die in den Büroräumen, oder? Ich glaube schon. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Aber da ist auch geradeaus noch eine Tür offen. Sieht interessant aus. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Aber ist das Sinn und Zweck der Sache, die Anweisungen zu ignorieren? Ich weiß es gerade nicht. Da sind hier viele Blaupausen. Und Bleistifte. Und Taschenrechner. Dann sieht das Ganze schon mal sehr wichtig aus. Aber arbeiten tut hier ja eh keiner.
Und was ist mit diesen Türen? Ich brauche eine Keycard. Ich soll nicht runterspringen. Oder ich werde sterben. Wir verzieren ja richtig Kohle. Wenn ich runterspringe, muss ich $5.000 zahlen. Wer bezahlt das, wenn ich tot bin?